Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Ich find's toll. Hi zusammen und willkommen beim heutigen Stream. Beim Stream mit Problemen. Wir spielen die Genshin-Story weiter und wir sind mitten in der Mission bei Nahida. Wir sind quasi gefangen. Wir können dieses Gebiet nicht verlassen und das ist der Grund, warum wir heute weiterspielen, weil es mich so ein klein bisschen wurmt, dass wir in diesem Gebiet hier festsitzen. In dem Sinne, Servus Panzerfaust, Servus Imperator Flame, Servus Xuya, Servus Hijack und ich finde die anderen. Ich habe nur kleine Probleme. Ganz kleine Probleme. Servus Minerva. TikTok hat meine ganzen Voreinstellungen gelöscht. Daumen hoch. Ein Hoch auf TikTok. Ja. Gut, das ist hervorragend. Wenn dann nächstes Wochenende, wenn überhaupt. Aber ich habe irgendwie das Verlangen zu sagen. Warte. Valenz. Okay. Ich bin nicht amüsiert. Vor allem, ach Mann. Die Szene wird geladen. TikTok braucht eine halbe Stunde, um eine Szene zu laden. Und was habt ihr so Schönes getan? Okay, wenn ich jetzt hier hingehe, dann lädt er wieder eine halbe Stunde. Eine leere Szene. In dieser Szene gibt es absolut gar nichts. Und er lädt nichts, aber das macht er sehr beständig. Gut, also erstmal, ich bräuchte eine Kamera. Als Kamera, hallo? Live-Studio beenden? Live-Studio ist gerade ich glaube, heute gehen wir nicht auf TikTok live. TikTok will auch nicht beendet werden. Finde ich auch toll. Houston, we've got a problem. Das ist nur so, das so King. Eigentlich nur für den letzten Stream bist du gestummt. Eigentlich. So ist Manuel. TikTok, bitte starten. Das passt eigentlich perfekt. Eigentlich wollte ich euch allen vorschlagen, dass ihr demnächst mal auf den Server kommt, weil es demnächst zu Situationen kommt, wo TikTok eine Menge Scheiße baut. So, jetzt sollte meine Lautstärke wieder normal sein, hoffe ich. Ja, ich weiß, das ist TikTok. TikTok will... Ach, ich starte jetzt... übrigens, ich starte jetzt... Nutzer, ich starte jetzt... Ach, du hast es nicht mitgekriegt, dass ich mache alle Ausgabegeräte auf 100%. Hallo, ich starte jetzt... Hier spricht TikTok. Ich starte jetzt übrigens. 100%. Das ist TikTok. Jetzt sollte es aber in Ordnung sein, das Mic.
Ah, besser. Endlich ein paar Einstellungen. Also, wir nehmen diese Sache hier. Quelle hinzufügen. Dann müssen wir dich größer machen. Dann müssen wir noch virtuelle Kamera anmachen. Dann fügen wir noch einen Chat hinzu. Ärgern uns darüber, dass der Chat viel zu groß ist. So, und jetzt können wir hoffentlich live gehen. Drückt mir die Daumen. Games, Genshin Impact. Live starten? Wird das jetzt gehen? Naja. Gut. Wir sind da, wir sind in der Falle. Also, kann man mich denn soweit hören? Kann man den Stream sehen? Kann man mich sehen? Kann man den Stream hören? Fragen über Fragen, aber kein. Gut. Servus Lamanfang, servus Miley, servus Menti. Ja, ist ja gut. Servus Menti, servus Sakumoshi, servus Caroline, servus Lini. Hi, hi zusammen. Also, wie gesagt, es wird, wobei das sage ich Ihnen gleich, wenn wir mit loslegen. So, wie geht's euch allen so? Und ich hoffe, diesmal bleibt die YouTube-Twitch-Connection bestehen. Wie, du bist immer noch gestummt. Wie heißt du überhaupt auf TikTok? Wie heißt du denn auf TikTok? Bei dem Ding irgendwas Abend sagt mir nichts. Warte, du weißt selber nicht mal, wie du heißt. Perfekt. Gute Ausgangslage. Gut. Dann fühl dich geknuddelt, Minerva. Servus Ace, servus Milena. Na gut, länger kann ich nicht warten. Wir fangen an mit dem Spiel. Wir spielen weiter. Denn wir müssen hier rauskommen. Aus diesem irren Haus. Ja, du bist nicht online im Stream. Woher willst du dann wissen, dass du gestummt bist? Also in meinem Stream tauchst du auf TikTok nicht auf. Ah, herrlich. Na dann, weiter geht's. Den Chat wieder ein und los geht's. So ist Conny. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. Okay, zu der Info, falls andere gestern noch nicht dabei waren. Wir sind in Sumeru und scheinbar sitzen wir in der Stadt fest und ja, der Tag wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich quasi und täglich grüßt das Paimon-Tier, falls ihr die Referenz kennt. Also quasi täglich grüßt das Murmeltier. Dieser uralte Film mit dem Ghostbuster. Gut, dann legen wir mal los. Mir geht's ganz gut und selbst? Ein sehr altes und schlechtes, The dance of Sabzeruz is about to begin. I'm going to go watch it.
Wow, die hört sich richtig depressiv an. Ein sehr schlechtes Halt ist ein Blue Yeti. Der Subaru-Tanz ist schon diese Zeit. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Die ist komplett am Boden. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Time is ticking. Time is ticking. Ich denke, ich habe eine Antwort So gefunden. what is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. Okay. Welche Lösung habe ich denn gefunden? Die Waffe, die habe ich nicht gefunden. Die kann man sich beim Angelshop in Sumeru kaufen. Für Fische. Servus Kiyotaka. Und hallo Alexis. Willkommen zurück. Hehe. Ja, ich würde gerne wissen, wo ich hin muss. Wo ist mein Navi? Da lang. Der Angelshop ist da, bei diesem Porter. Wenn, dann würde ich den Nachfolger oder was komplett anderes nehmen. Ich werde mir demnächst auch ein neues Mikro holen, von dem her. Princess Death, danke für die 5 Rosen. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sabzeruz exam and graduate from the festival? Quasi, ja. Die Déjà-vu-Quest. Auch wenn ich da immer an dieses eine Lied denken muss. Ich bin bereit, Frau Nahida. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Ja, wir träumen. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. The moon, illusions, and lies. What did they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Weil sie immer träumen. I can't seem to cohesively piece everything together. Manchmal, nehmen wir mal ein bewohntes. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Okay, danke. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Ist die Lautstärke vom Spiel so in Ordnung? Mir kommt das ein bisschen leise vor. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate.
It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need. Ja, nee, ist klar. That doesn't sound right. Also das göttliche Herz. That doesn't Auch sound nicht. right. Oh, okay. Those dream-controlling creatures Bonjour. in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Danke gleichfalls. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weißen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Geräusche Akasha. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Das heißt, wir träumen gerade. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Those dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Sehr, danke für die 2 Parrots. We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. I can't. I can't. Dann das hier. Auch? Wie viel? I can't. Okay, ich habe kein gutes Händchen dafür. Was? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Wer sagt, dass ich hier denke? Ich probiere nur durch. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. Alles gut, danke, dass du dabei warst. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. So ist mein Weltcard. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? Mond. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon...
Dann wird sie wohl der Mond sein. Also, Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? So you noticed. du bist die niedere Herrin Kusanagi. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. Lena, danke für das Notice Me? Was? That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Oh. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. Ich find's toll. Sie spricht Nahida an, guckt aber den Traveler an. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Ich habe viele Fragen, aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Eigentlich kein bisschen. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Das ist der Arkon-Auftrag. Das heißt, du musst alle Arkon-Aufträge davor erledigen. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sabzeruz festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Fortnite war ganz witzig. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. Nee, heute gibt's keinen Valo. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Warum haben Sie den Traum vom Sabzeruz-Fest gewählt? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Moment. Und... Schönen Tag noch. Traveler, do you have any information? Ernsthaft? Es geht weiter? Those spaces remind me of dreams.
like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the god of wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Celebrate the birth of that god? Could it mean? Die wollen es so lange machen, bis es keine Erinnerung mehr an Nahida gibt. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sabzeruz Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! Ja, das ist es. Ich muss mich mal kurz größer machen. Plong. So. In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Willkommen zurück. Und guten Morgen. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, 51. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Mir gefällt Nahida besser. Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Donjasat? Heißt das? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Immer einen Schritt zu spät. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. Oh. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Weil es immer eine Kopie von der Kopie von der Kopie ist. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. Vera. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still Ihr bedeutet das sehr viel. Du bist eine sehr gütige Göttin. far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. So ist Milena. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon.
be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Das heißt, wir müssen die Person liquidieren? So, how should we find that person? Ja, ist nicht klar, welche Person es Well, ist. if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. So, sag. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. So, das war Talks. However, Und danke fürs Mic. if you're the Ciao. dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Was sollen wir also tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. Na, das kann ich bestätigen, wie oft ich schon mitgekriegt habe, dass ich träume und dann aufgewacht bin. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Mir geht's ganz gut, wenn ich ein bisschen müde bin. Und selbst? Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Dann gute Besserung, Zack. Fühl dich geknuddelt. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Ich denke nicht. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er im Traum ist. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control. Like Nahida and Okay, us. bis gleich. So, who do you think the host of the dream is? Es könnte der Blumenritter Ferris sein, der im seltsamen Kostüm. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Das wäre doch viel zu einfach, wenn er es wirklich wäre. Oh, Primo Gems. Zip, zip, zip. Oh nein, ich habe keine Stamina mehr. Wieso macht die Route so einen komischen Knick da hinten? You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Oh,
Ich habe noch nie in Genshin jemanden mit so einem Bart gesehen. Wollte er so einen Bart haben? Hatte er sich extra so einen auf... Stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt, der ist so ziemlich die farbenfroheste Person hier. Wenn er sich selber so träumt. Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Stell dir deinen Wunsch direkt vor deinen Augen vor. You want me to make a wish? Is that a new Sabzeruz festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. Sorry, Dunyarzad ist leider, ja. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? Oh. After what I just said, I guess it is. Ja. Schwierig. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sabzeruz festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Oh yeah. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Ja. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. Das As long Lumina. as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Dann wird's das Mädel sein? Ah, nee, dann hätte sie ja ihr Wunsch vorbei. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... Ja. Step back. Oh. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Na, endlich mal ein bisschen Action. Wie weit haben wir sie bitte entfernt gehört? Oh, it's you. Great timing. Please take... Nimm Dunjat erst weg. Ich kümmere mich um diese Typen. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Lass den Quatsch los. Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Ich muss ein bisschen Anyway, Frust watch ablassen. yourself. Ein kleines bisschen Frust ablassen. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Oh ja, bitte. Noch ein... Komm.
sei noch ein bisschen herabwürdigender. Ich muss gerade sehr viel Frust ablassen. Everyone hold hands. Und macht Spaß. The Temple of Wisdom. Du warst doch so laut. Was ist denn los? Ja, was ist los? Steh auf. Man kämpft nicht auf dem Rücken. Ne? Mann. Wie komme ich denn da bitte ein bisschen Frust abzubauen? Ja, was ist mit dir? Hast du gerade auf mich geschossen? Hast du gerade auf mich geschossen? Ich glaube ja. Hast du mich gerade gehauen? Ja. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Das ist das erste Mal im ganzen Spiel, dass ich ihn mit einer depressiven Miene gesehen habe. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sabzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Ja, du hast recht. Ich habe das komplett vergessen. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sabzeruz festival. Wir müssen herausfinden, was dieses Ding ist. Vielleicht ist das ein Hinweis. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Weil ich gerade im Charakter bin vom Traveler. Der Traveler ist gerade sauer, also bin ich sauer. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Ja. Endlich habe ich diese Aufzeichnung am Vorabend des Sabzeruz-Fest fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sabzeruz-Fest bald wieder auf Reisen gehen werdet, möchte ich sie dir spätestens am Tag des Festes geben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über die niedere Herrin Kusanali zusammengestellt, indem ich während der Vorbereitung des Fests die Einwohner in Sumeru befragte. Auch wenn ich viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die überhaupt etwas über die niedere Herrin Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass diese Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Grandvara war einst verunreinigt und man musste weit gehen, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten fest daran, dass es die göttliche Kraft der niederen Herrin Kusanali sein musste. Es hörte sich ziemlich glaubwürdig an. Es muss wohl sehr lange dauern, bis sich eine verschmutzte Wasserquelle selbst reinigen kann. Hat sich die niedere Herrin Kusanali tatsächlich bei der Gandhava aufgehalten? Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen, aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Eine Frau erzählte mir, dass die niedere Herrin Kusanali war, die sich um mich kümmerte. Armes Kind, ich hoffe, das Sabzeruz-Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrungen ähneln in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Die niedere Herrin muss eine sehr sanftmütige Göttin sein. Einmal hatte ich zu viel getrunken und fand den Weg nicht mehr zurück.
An einer Ecke sah ich, glaube ich, die niedere Herrin Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit sehr großen Beinen, mit sehr starken Beinen und Armen. Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich schlafend unter einem Baum. Und ja, es muss wohl die niedere Herrin Kusanali gewesen sein, die mich aufgepasst hat. Das hier ist vielleicht nicht sehr aufschlussreich. Das muss doch ein Baum gewesen sein, oder? Gut. Überlieferung in Sumeru mit Dunyazards Anmerkung am Rand. Sie wurden dicht über viele Seiten aufgekritzelt. Wow. Dunyazad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Nur Hamir, danke für den Follow auf Twitch. Even though she was also busy preparing for the Sabzeruz festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? It's Dunyazad's puppet. Ich glaube, ich fühle mich besser, wenn ich es ausspreche. Danke dir. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyazad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sabzeruz. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyazad said, wasn't it? Does that mean... Dunyazad? Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Keinen Benauen hinterlassen. Lass uns gehen, Paimon. What? Where are we going this time? Lass uns den Sabzeruz-Tanz ansehen. So ist das halt. Ich hätte jetzt gesagt, brennen wir einfach die Stadt nieder. Dann würde die eine Person aufwachen. Zwangsweise. Aber das ist scheinbar keine Option. Ist das zu gewalttätig? Na gut, ich bin ein halber Feuerdrache. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this?
Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the Academia. I don't want to drag you into this. Hau ihm auf die Nase. Ich will, dass du ihm auf die Nase... Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to waste. Mhm. Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Wie erwartet, sie sind Puppen. Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. Mhm. So they're just substitutes. Was für? Ich darf dieses Wort nicht sagen, aber es fängt mit P an und endet auf Anna. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Warte, was ist in diesen Blumentöpfen? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisarahs went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisarahs in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. Nilou ist die Träumende? That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisarahs? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Tanyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Nilou, schließe deine Augen. Huh? Stell dir vor, dass der große Weise und seine Leute nicht vor deinen Augen sind. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilou's the host. What a surprise! Don't exist in the real world anymore. But in Nilou's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilou assumed there would be real Padisarahs in the flower pots. Das ist geiler. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilou? Ganz genau. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilou realize that? Am I dreaming? Huh? Woher weißt du das? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Nicht direkt. Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro-Archon. Ja, so leise. Vollkommen unverständlich. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So, it was about the first sage, huh? Okay, danach ist dabei, was ja, gute Nacht. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro-Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro-Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro-Archon smiled.
The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Da Nilu es schon bemerkt hat, dann sollte der Traum bald enden. I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. Darauf bin ich schon die ganze Zeit gespannt. Tanzen nach Herzenslust. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Willkommen zurück. Und ich habe wieder feuchte Augen. Oh, good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Guten Morgen, Paimon. Mein Kopf tut weh. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sabzeruz festival. The Sabzeruz festival! Have we finally escaped from the Sabzeruz samsara? Ich erinnere mich. Quick, take off your Akasha terminal! Nach dem Sabzeruz-Tanz sah ich anscheinend schnell uns, lass uns in die Asat gehen. She's not in her room. What happened? Geh zu dem Ort. What usual spot? An dem Balkon, wo sie immer steht. Oder? Well done, traveler and Paimon. Was? And thank
Dunyarzad, for organizing the Sabzeruz festival for me. Bitte. I'm sorry, who are... Was? Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Dunyarzad. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sabzeruz. Ja. Hallo Catherine, oder sollte ich lieber sagen Nahida? Ist das eigentlich eine Bestätigung dafür, dass Catherine nur eine Puppe ist? Oder kann sie jede Person übernehmen? Moment mal. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sabzeruz festival. Lol. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Sie klingt aber jetzt auch wie Nahida. Davor klang sie nicht so. Wo lang? Da lang. Und wieder das kleine Zack. Automatisch Türen, echt stylisch. Aber trotzdem, dem komischen Forscher will ich einen verpassen. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich ihm nicht eine scheuern darf. Ernsthaft. Ich will richtig schön mit Schmackes. Weil geht's nur mir so. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sabzeruz festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Ah, sie wurde zurück in ihren Traum geschickt. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream. Where both will gradually fade until they completely disappear. Sie ist dahin gegangen und hat... I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. Puh. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Und da kommen wieder die Tränen. Ja, das Spiel, das bei einem auslösen kann. Das freut mich. Es ist ein Wunder. Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Oh, die ist süß. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Was habe ich im Avidia-Wald gesehen, als ich bewusstlos war? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria.
It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Okay. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at it. No, we must decipher its secrets. Oh yeah. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Warum siehst du wie Catherine aus? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. Okay. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Oh, Backe. Sie hat's grad gespoilert. Sie hat's grad gespoilert. Sie hat's grad gespoilert. Ernsthaft? Ernsthaft? Sind wir noch nie drauf gekommen, oder? Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No. Wonder Paimon felt something was off about her. Ja. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Suristana? Für die es... Wobei, nee, das ist ein zu großer Spoiler. Oder soll ich es erklären, was es... ich erklär's. Falls ihr wollt, erkläre ich es gleich. Die anderen sollten sich die Ohren zumachen. That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Suristana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. Lol. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, Yay. they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And
I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. In meinen Augen bist du eine ausgezeichnete Göttin. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sabzeruz Festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Moment mal. Damit ist sie ein Weep. Nerd. Die nur zu Hause sitzt und übers Internet Sachen macht. Ernsthaft? Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that and try to live up to being a deity in the meantime. Auf einmal ist Nahida viel sympathischer geworden. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Warum haben die Weisen der Akademie so etwas geplant? There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. Die müssen bestraft werden. I wonder what caused them to go down this path and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzeruz samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. Ich frage mich warum. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. Oh I'll have ja. to be discreet, or they'll see me coming. Wie reizt sie nicht? Das ist der... Frage. Meine Faust auf seinem Gesicht. Wäre das ihn reizen? Bitte sag nein. So nach dem Motto, Asterix, der Römer, zu dem du so liebenswürdig warst, ist auch sehr liebenswürdig zu mir. Darf ich zu ihm auch liebenswürdig sein? Sag jetzt bitte natürlich. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? Ich kann zu Eva wechseln, wenn ihr wollt. Mein Cosplay anziehen. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Das ist so, wie wenn Cola sagt, ihr seid besonders guter Bürger, wenn ihr euch nur von Cola ernährt. Ja, nicht, dass sie es selber verkaufen. Hahaha. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. Ja, gleich. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Ich habe keine weiteren Fragen. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. Fürs Erste, wir kommen aber darauf zurück. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sabzeruz samsara in the immediate future. Gut zu wissen. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief.
This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Oh, sie ist zu süß. Und jetzt Catherine zurück. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. Das hört sich schon fast glaubwürdig an. Der Gesichtsausdruck. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Bye bye, kleine Puppe. So wie lebensecht. We spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Okay. Boah, war das gerade wunderschön, die Geschichte. Das war gerade wunderschön. Ich krieg schon wieder Tränen, nur weil ich dran denke. Also, der Traum ist durchbrochen. Yay. Müssen wir wirklich zu Effi? Ergebnis, Aktion, Aufträge. Ich wusste es. Warte. Aber bevor wir das machen, würde ich gern was überprüfen. Weil ich bin mal gespannt, wie soll ich sagen? Theoretisch müssten ja jetzt die Weißen da in diesem Tempel komplett ausflippen, weil ihr tolles Projekt gescheitert ist. Wisst ihr, was ich meine? Hört man da jetzt Gespräche darüber? Kommen wir in den Tempel rein? Können wir denen zuhören? Weil in Mondstadt haben die ja auch immer wieder diese, oder generell, wichtige Informationen immer und immer und immer und immer wieder wiederholt. Ansonsten wissen alle, was es mit Catherine auf sich hat? Oder sollen wir das nochmal kurz umreißen? Oh, die Tür geht auf. Da ist die Akademie, oder? Ja? Ist das der Sumpf da hinten? Nee, da ist was anderes. Hä? Interesting. Sieht irgendwie... Okay. Aber sieht auch geil aus mit dem Mond dahinter. Als wär's so ein Auge. Er singt gerade. Wie geil sieht denn das aus? Dann willkommen zurück. Oh nee, gibt es schon wieder Probleme mit Twitch? Wie gestern? Netzwerkfehler ist aufgetreten, bitte. Okay, mein Twitch ist auch abgeschmiert. Oh, der Stream läuft weiter, oder? Oha.
Ich glaube, bei uns allen ist Twitch abgeschmiert. Ich habe nur noch 2 Zuschauer. Be accepted. Okay. Interesting. Ich glaube, Twitch hat Probleme. So ganz dezent. Probleme. Ganz dezent. Schnief. Aber dafür habe ich ja mehrere Plattformen. Wir haben Twitch, wir haben YouTube, wir haben TikTok. Sucht euch einfach die Plattform aus, die ihr haben wollt. Und der YouTube- und Twitch-Chat sind ja miteinander verbunden. Multistream ist immer eine gute Idee. Was ist das für ein kleiner süßer Pfad? Lassen die mich jetzt einfach durch oder sagen sie Stopp? Die lassen mich einfach durch. Was seid ihr für Wachen? Warte mal. Doch, er scheint noch zu funktionieren und es scheint auch zu verbunden zu sein. Oh, ist da Nahida theoretisch drin? Da müsste Nahida drin sein, oder? Zumindest dieses Gebäude wurde in den Cut-Sequenzen gezeigt. Nahida, wir sind da. Witzigerweise sieht das aus wie eine Säule von Celestia. Generell die ganze Architektur erinnert sehr an Celestia. Ich glaube, wir haben ein Problem. Komm. Komm hoch, noch ein Stück. Komm, das schaffst du. Komm. Nein. Geh hoch. Ja, gut. Ja, das ist eine Säule von Celestia, oder? Heißt es, dass Sumeru, die Stadt hier quasi eine der letzten noch bewohnten Städte der irgendwas mit K. Ihr wisst. Wobei nicht direkt, vermutlich nur angelehnt. Hat aber was von Celestia. Die habe ich gerade abgeschlossen. Die Zeitschleife ist gerade zu Ende gegangen. Wir sind fertig mit der Zeitschleife. Okay, wo ist die große Bibliothek? Scheinbar das hier. Ach, das hier. Okay. Nee, hä? Ich kann die wohl nicht einsammeln. Nee, immer noch nicht. Noch weiter runter. Ah, cool. Oh, kommt mal hier raus? Ey. Hier geht's auch hoch. Und da ist so eine... Da geht's wieder... Okay, interessant. Ja? Du hast das gesagt? Über deine Fragestellung? Nee, das ist was anderes. Schade. Wieso sind die Namen rot? Bist du Evi Level? Naja, ich bin, glaube ich, eines der höchsten Level hier. Und halt, um in diesem Levelbereich
richtig unterwegs zu sein, bräuchte ich eigentlich Level 90 Charaktere. Du merkst aber, ich habe keine Level 90 Charaktere. Ja klar, du kannst mir bei der Main Story, die ein Singleplayer-Auftrag ist, helfen. Warum nicht? Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Hust, hust. Moment mal. Moment mal. Ach, wir sind jetzt hier, oder? Nee. Wo ist diese riesige Halle? Eine riesige Bibliothek. Und mal starten? Was ist das? Wache? Muss ich mal irgendwann mal alles einsammeln. Na gut. Mein Ziel... Oder sehen wir die... Sehen wir die Körperteile, auf die man sich normalerweise hinsetzt? Gregor. Sehen wir die, sehen wir die Körperteile, wo Sachen rauskommen? Vielleicht so, das könnte auch sehr schön sein. Ich darf das nicht sagen. Da wird YouTube, Twitch und TikTok sauer. Ich muss es umschreiben. Ey, somit sollte ich zumindest bei YouTube und Twitch und TikTok safe sein, wenn ich es so umschreibe. Diese unangenehmen hinteren Körperöffnungen. Alina, danke für die Rose. Wie heißt es nochmal so schön, wenn der Weise nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg halt zum Propheten kommen. Das heißt, wir brennen jetzt die Stadt nieder. Bennett, du hast eine Aufgabe. Habe ich einen besseren Feuercharakter? Alina, danke für das Fingerhart und die 4 Rosen. Okay, ich glaube, wir können mit der Quest weitermachen. Ich hab Klee nicht. Ich hätte liebend gerne Klee dafür benutzt. Die Frage ist, sollen wir jetzt wirklich weitermachen? Oder sollen wir jetzt mit was anderem weitermachen? Weil... Irgendwas sagt mir, jetzt würde ein großer neuer Teil der Quest anfangen. Na, sprechen wir mit oder sollen wir hier abbrechen und was anderes machen? Na gut, wir können ja quasi... hoffen wir, dass wir nicht wieder in so einer Mission drin sind, die man nicht unterbrechen kann. Wir können ja quasi einen Prolog machen, dann habe ich einen Grund, dass ihr wieder einschaltet. Cliffhanger. And Astra Avisask. We meet again, you two. Hi. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Was? Wait, say what now? Was ist denn das für ein Auftrag? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh?
Selbst in Gedanken ist mir das peinlich. Die Reaktion des Publikums wird sehr stark ausfallen. I see. It appears that you're not interested in this commission. Meinst du? In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Okay. Hey, that's not any better. Wir handeln uns eine Tracht Prügel ein. Söldner und Kinderheim passen ganz und gar nicht zusammen. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Das ist aber Armut. Dann viel Spaß bei Fortnite. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Natürlich die Uni. Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Hey Nahida, du bist gar nicht Nahida, oder? Catherine, du bist gar nicht Catherine, oder? Du bist doch Nahida, oder? Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosk? So it's been you this whole time? Scheinbar. Are you done resting up, Nahida? Ich muss für alle Charaktere farben. Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. Heißt das, dass Akasha die Träume der Götter nicht wegnehmen kann? Was hast du geträumt? It was another dream about the Sabzeruz Festival, except it was a happy one. Oh. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. Oh. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sabzeruz Festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Ja, aber in Wirklichkeit. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Weil du Wait, could this be an example of the emotion known as pity? Pity. Ich hätte auch gern wieder ein hohes Pity. Oder auch nicht? Na. No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. Warte mal, heißt es, wir müssen diese Verwelkung wegmachen, dann geht's auch ihr besser? But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sabzeruz Festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Wäre lustig, wenn, kennt ihr den Film Wild Wild West mit Will Smith? Dort, wo ein verrückter amerikanischer Adliger, der irgendwie nur noch eine halbe Portion ist, hust, alle Wissenschaftler quasi geklaut hat, um für ihn eine riesige mechanische Spinne zu machen. Was wäre, wenn unser lieber, wie heißt er nochmal, Wanderer, Famamuchu, oder wie der heißt, quasi die Akademie gekapert hat und dieser Traum war nichts anderes da, um diese riesige Maschine zu bauen, die wir da in ein paar der Bilder gesehen haben.
Falls ich es gerade auf den Nagel auf den Kopf getroffen habe, nicht sagen. Schweigt einfach dazu. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little Baby. while. Warten, was? Du hast recht. Warten, was? Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass sie mich anguckt? Habe ich gerade was verpasst? Palmer, das war Breaking the Third Wall. Oh, warte. Kann ich mich jetzt hier wegporten? Kann ich mich hier wegporten? Ja, ich kann mich hier wegporten. Ja, Palmer hat gerade die 4. Wand zerbrochen. Okay, da ist noch eine Catherine. Und wir wissen, dass Charaktere in Genshin nicht an 2 Orten gleichzeitig kommen, weil sonst es gibt sie mehrmals. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, haben die denn auch so ein geteiltes Bewusstsein? Das ist irgendwie schon krass. Die ist auch da. Was passiert eigentlich, wenn wir sie ansprechen? David became human. Sehr geil. Hallo, kleine Spionin. Ah. Und wie fühlen wir uns heute? Hast du eigentlich Kontakt? Hast du einen Kontakt zu all deinen kleinen Püppchen? Schwestern? Ja, nein, vielleicht. So. Na dann, zurück zur Quest. Wobei, nee, warte. Tevat ist ja da die Welt. Das heißt, das wäre ja Sterne become human. Oder nicht? Oder nee, Sterne ist das Land. Oder, nee, warte. Das Land heißt doch Sumeru und die Hauptstadt heißt Sumeru. Das ist Liebe und die Welt heißt... Und das ist auch Liebe. Doch, dann wäre es Sterne become human. Aha. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Ich bin dafür, dass wir sie windelweich prügeln und ihren dann so ein Ascherterminal anziehen. Kannst du direkt den Körper der Schlüsselperson besetzen? I've already tried that. But all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. Wie wäre es dann, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro des Weißen einschleichst? Wie wäre es, wenn wir uns einen Weißen schnappen und ihn verhören? Können wir ihn nicht draußen verkloppen machen? We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all,
Every person in Sumeru City is one of their hostages. Wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro des Weißen einschleichst? No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? Elena, wieso tust du das so komisch teilen, das Wort? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Mir fällt nichts anderes ein. Are we really out of ideas? Ich bin immer noch dafür, dass wir die Stadt niederbrennen. Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Nein. Setaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sabzeruz Festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Alte Bekannte, alte Feinde. Ja, nee, ist klar. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Okay. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Oh, Sternchen. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Das ist kein einfacher Vergleich. Das sind Satarias richtige Gedanken, nicht wahr? From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Atta, danke für die 2 Rosen. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Eine sehr gute Kandidatin. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself.
Ja, das ist der Grund, warum ich einen neuen Account gemacht habe und jede einzelne Sache hier streame und auf YouTube speichere, damit ich es immer wieder anschauen kann. Oder mir einfach einen neuen Account mache und es nochmal durchspiele. From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. Bam, 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 bam. So, was sagt eigentlich der gute alte TikTok-Bug? Ali, danke für die Rose. Na gut, das ist auch die Zahl, die mir angezeigt wird. Gut zu wissen. Hallöchen. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. Was? So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? Wird das wieder so eine Sache mit dem Herz sein? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist eine Art Taschenverkäufer. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case. Klingt so ein bisschen wie Diona. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Ich weiß nicht, was du meinst. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Sehr geil. Ich möchte eine Wahrsagung zu meiner Gesundheit. Ich möchte eine Wahrsagung zu meinem Liebesleben. Ich hätte jetzt Schwesterherz erwartet. Na komm, Liebesleben. Love prospects? No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Okay. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that be? Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Wer hat sich denn alles in den Traveler bereits romantisch geäußert? Amber bin ich mir nicht sicher. Lisa ärgert ihn einfach nur. Barbara, will Barbara was um Traveler? Vermutlich. Xiangling denkt nur ans Essen. Beidou? Na, vielleicht, weil großer Kämpfer. Ningguan.
Nenguhan und der Traveler. Oh. Fische, nein, Noel, Silk Rose könnte ich mir vorstellen. Green, na, oder? Kirchi wäre unheimlich. Mona, ja, würde ich ihr zutrauen. Kitsching, hängt zu wenig mit uns ab. Klee und Diona, wieder unheimlich. Xinjiang haben wir nie getroffen. Moment mal, haben wir sie jemals getroffen? Na, egal. Ganyu weniger. Hutao auch weniger. Rosaria definitiv nicht. Yanfei nein. Euler. Vielleicht. Ayaka vielleicht. Ayaka definitiv, meinst du? Zayu wäre wieder unheimlich. Yonimir, nein, sie interessiert sich nur für ihr Feuerwerk. Sarah auch nicht. Unser lieber Shogun, vielleicht. Vielleicht. Die denkt auch nur an ihre Strategie. Wobei, doch, hier, bei ihr könnte ich es mir auch vorstellen. Yunjin, nein, die denkt nur... Shin auf jeden Fall. Shin auf jeden Fall. Yaemiko ist wie Lisa, die will uns nur ärgern. Yellen. Weiß ich zu wenig? Nein. Vielleicht. Nein. Kenne ich nicht. Haben wir zu wenig Zeit miteinander verbracht? Nein. Kenne ich nicht. Zayu ist doch keine 18. Ist Zayu 18 plus? Zayu ist doch nie im Leben 18 plus? Nee. Oh, es ist eines dieser Situationen, wo, kennt ihr dieses Meme, wo ein Typ mit einer sehr kleinen Lolli-Mädchen herumläuft und plötzlich die Polizei kommt? Oh, stopp, halt, Polizei. Keine Sorge, Herr Polizist, sie ist bereits 1000 Jahre alt. Ja, genau, Jüngchen. Sie wird festgenommen, weil sie sich an Minderjährigen vergreift. Nee, ich spiele nicht Smash oder Pass. Wir haben gerade erfahren, dass sehr viele quasi in den Traveler verknallt sind. Und wir haben gerade nur Theorien aufgestellt, wer in den Traveler verknallt sein könnte. Also alles noch anständig. Alles noch im Rahmen dieses Spieles. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da. Hi. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Wer war nochmal Kokumi war die Schreinpriesterin, oder? Auf Watashumi Island. Dear customers. Would you like to look at some pottery? Das Problem ist mit den ganzen Genshin ihr kennt VR-Chat. Leute benutzen gerne die Charaktere oder auch die Klamotten von den VR-Chat von den Genshin-Charakteren. Sprich, ich bin durch sehr viele Personen bereits traumatisiert worden. Darunter eine Person, die auch Kokumi verwendet hat. Das heißt, Kokumi, aufgrund meiner VR-Chat-Erfahrungen mit dieser bestimmten Person, definitiv Pass. Wer war das? War Pass ablehnen? Ich glaube ja. Also ablehnen. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Sollen wir euch beide allein lassen? Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. Oh. After that, I began making pottery by myself in secret.
And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Scheiße, dass es nie passieren wird. This should be our final stop. Setaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Altaim war dieser Forscher, dem wir gestern begegnet sind. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. Next, danke für den Follow auf Twitch. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. So, was that everybody? 3 familiar faces should be enough for Setaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Setaria face her problems. Setaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Wenn wir sie im Namen des Königs Deshret bezichtigen, wenn wir ihr im Namen des Königs Deshrats Aufforderung stellen? So, how do we set that up? Well, King Deshret is long gone, and Setaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be weary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha.
imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. Das ist ein Pevarius. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll... Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Okay. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. In Ordnung, ich werde mein Bestes geben. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Ja, wir leihen uns nur ein paar Menschen aus. Das hört sich so schlecht und falsch an. Nicht gut. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Na dann, nächster Morgen, wir kommen. Na dann. Wir an dem richtigen Ort. Ich frage mich, ob die Katzen drauf reagieren werden. Oh, here she comes. Satari is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Elena, danke für die Wishing Bottle. Paimon's starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. Kein bisschen creepy. Ach, wer braucht denn schon Glück, wenn man Können hat? That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ernsthaft. Ich glaube Pambro und Tambro. Sicher? Sicher? Jetzt. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Zum Glück habe ich euch. So,
Which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Lass mich raten, du wirst demnächst einen kleinen, sie ist glaube ich größer als der Wanderer, einen kleinen blondhaarigen Wanderer und es wird eine sehr unvergessliche Nacht. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. Das hilft nicht wirklich, dass ihre kleinen Leuchtdinger durch das Ding klippen. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Oho, hey, ich höre es. Oho, ich höre es. Ich gehe wieder nach unten, oder? Hehe, sicher? The gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. Uh-oh. King Deshret? No wonder he would make such demand of me. Wait a second. King Deshret passed away a long time ago. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Academia. How can King Deshret still exist in real life? Die Akademie verbreitet die Gerüchte zur Auferstehung des König Deshret. Okay. What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Ah, ja. Wait! Und da war sie weg. Sie hat die Lunte gerochen. Oh, she just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. Setaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Die ist komplett puzzelt. Moment mal, wo ist sie hin? Sie stand doch gerade noch vor mir. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harva-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Setaria. He's out of Keem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Ja? Nahida? Hast du's?
Na dann, guten Appetit. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Eigentlich ein Maurer, oder? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Ich was sagt, guck dir dieses Gesicht aus. Sie ahnt etwas. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Naja, er kann wieder alleine gehen. Er hat ja was an dem Fuß gehabt, oder? Ja, gehen. Sag ich doch. Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Ja. He's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. Oh. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? Mhm. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Oh. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? Uh-oh. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Die Geschichte vereinnahmt mich ganz schön. Geht es ein wenig zu weit? You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. Oh. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway. Machen wir weiter. Come on! Sataria's already started talking with Shish. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Wäre sie nicht eher eine Anhängerin von Rex Lapis? Like, Oder Morax? as if someone was trying to preach to you about something? Naja, sie lernt ja die ganze Zeit. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sabzeruz festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people as nothing more than experimental subjects? Ooh. Please, please stop! Tiefer Schlag, tiefer Schlag. Servus. Now Sataria's still trying to run from her problems. Habe ich hier zu viel Angst eingejagt? She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Was? Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city.
Was so. Hi. Heretics Willkommen are im Stream. infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Okay. Also ist sie doch Teil der. Okay. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? Oh, wie fies. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Jetzt kannst du dich noch umdrehen. Du sollst auf dein Herz hören. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Sehr schön, endlich haben wir sie überredet. Endlich haben wir sie zu einem Nervenzusammenbruch geführt. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sabzeruz festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. Ich formuliere mal um. Ich lehne keine Anfragen ab. Aber glaubst du, dass du die einzige Person bist, die mir eine Freundschaftsanfrage sendet? Ich klicke 10 weg, ich nehme 10 an und sofort sind 10 neue da. Ich lehne sie nicht ab, sie kommen einfach nicht mehr durch. Weil ich einfach aufgehört habe, sie anzunehmen. Ich habe einfach 60 Leute, die warten, angenommen zu werden, und die lasse ich so. Von dem her, du wirst auch nicht durchkommen, weil MiHoYo das nicht zulässt. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. Naja, die einfachste und Möglichkeit, mit mir halt eine Freundschaftsanfrage zu machen, ist halt über Discord mal mit mir zu schreiben oder zu reden. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. And even the sages are still quite wary of him. Ein Verwandter, von dem sich soll die Weisen fürchten? Unser guter alter Freund? To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned?
It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. Gute Nacht, Alina. Dass du dabei warst. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. Mhm. I'm Es only wird eine Falle. suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? Das wäre ein guter erster Schritt. That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. Almon, rede doch noch mal ein bisschen lauter. Danke. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Das ist faszinierend. Ich lese hier Alina Gute Nacht. Alina Gute Nacht. Und kennt ihr das, dieses Phänomen, dass wenn ihr was lest, es muss gar nicht, es muss nur das erste und der letzte Buchstabe richtig sein vom Wort und es muss in einem Satz stehen. Und zwischen den Buchstaben kann alles Mögliche angereiht sein, so dass es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber trotzdem kann man das dann noch lesen. Und ich habe gerade gelesen, anstelle von Alina, Gute Nacht, alles Gute nachträglich. Hilfe. Gut. Bis 19 bis 24 Uhr. Kennt ihr das nicht? Na gut. Ich würde mal sagen, das ist jetzt der perfekte Zustand, um die Quest hier zu beenden. Jetzt haben wir auch den schönen Cliffhanger fürs Wochenende. Oder für Montag, je nachdem. Das heißt, wir können jetzt mit den Dailies anfangen und mit kann ich überhaupt mit den Dailies? Ja, ich müsste mich wegporten können. Gut, dann machen wir jetzt gleich Dailies und machen ein paar Instanzen. Was haltet ihr davon? Hi, Panzerfaust. Gut. In dem Sinne, ich bringe mal kurz Wasser weg, dann fangen wir an. Dann, wem wollt ihr denn zuschauen? Baidu, Nahida, Mona oder Bennett oder jemand anderem? Solange ich mal kurz Wasser wegbringe. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Zweimal im Monat. Na dann. Schauen wir im Monat zu. Dann bis gleich. Einmal du hier, einmal du hier. Long.
Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Fate is called as such, for it cannot be Hi. changed, nor can it be reversed. So, It can only but be accepted. wo ist der TikTok-Chat? Hier. Danke, danke, danke. Bin ja wieder da. So, einmal hier hin. Dann machen wir die Dailies und dann können wir zusammen spielen. Also diejenigen, die mitspielen wollen, sollten schon mal I see everything. Genshin starten. Everyone hold hands.
Komm, machen wir erstmal Hallo. Ah, was war denn das gerade eben? Problem gelöst. Was war denn das gerade eben für ein D-Zug? Make yourselves at home. Teamwork is dreamwork. To ashes. Let's light it up. Geht doch. Easy going. So. Ja, gibt es. Mit Lisa sollte man sehr vorsichtig sein. I see everything. Everybody stand back. Everyone hold hands. Just a scratch. Back at ya. Let's light it up. Was ist das für ein komischer Schaden, der dauernd kommt? Teamwork is dreamwork. Crew. Was? Was ist das? Muss ich das verstehen? Let me scribe. Written in the stars. Ich meine diese komischen Elektroangriff. Du gehst mir auf die Nerven, Kollege. Also hier, einmal den hier. Ich kann es ja gleich mal zeigen. Sobald ich die Ladies hinter mir habe. Da können wir quasi gemeinsam uns von dem Geländer schmeißen. Wo lang geht's jetzt? Zum Hafen. Hoffentlich ist es was Einfaches, dass ich nur den komischen Deck schrubben muss. Oh nein. Ich will ein guter sein. Ich bin bereit. Hallo, das ist ein Überfall. Am helllichten Tag willst du uns überfallen? Am helllichten Tag will ich euch überfallen. Hallo, Sonne. Was ich gern hätte. Wie wär's denn mit Geld? Ah, ich will natürlich dich.
Oh Mann. Das ist ein Spiel, du musst trotzdem ein bisschen aufpassen. FBI Open Up, sowas von. Siehst du, die Leute von Militen gucken schon her. Aber ich habe doch schon kaum Geld. Papa sagt, dass die wertvollsten Dinge immer vom Schiff von Warenhändler sind. Dann ebenso. Suchen die einfach ein paar wertvolle Dinge zusammen. Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich dachte, Moment, ich dachte, ich traube sie aus. Wieso sollte ich ihr jetzt die Lotusfrüchte nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Ja, ich glaube auch. Komm her, du Sack. Das war Rache. Die hat mich sowas von ohne Reversed Card. Ist ja schon unheimlich. Adventure time. Let me scry. Hey! Oh, wobei, mir fällt gerade was ein. Die Kollegen vom Server spielen mit dem Gedanken, also vom Minecraft-Server, ein kleines Event zu machen. Scheinbar so eine Art Schnitzeljagd auf dem Minecraft-Server. Hättet ihr an sowas Interesse? Warte mal. Ach, da lang. Ja, Twitch schmiert irgendwie oft ab. Na, dafür haben wir ja YouTube. Ich habe mich schon, aber Twitch schmiert irgendwie ziemlich oft ab. Hab mich schon gewundert, warum es auf einmal so viele auf YouTube zuschauen. Jetzt weiß ich die Antwort. Gibt es hier überhaupt Leute, die Minecraft spielen? Panzerfaust auf jeden Fall. Wieso sagt er nichts? Ich heiße überall gleich KasatKVR. Ich heiße auf YouTube KasatKVR, auf Twitch und auf TikTok. Theoretisch auch auf Instagram und auf Twitter, aber die benutze ich nicht oft. Und wenn, dann poste ich das irgendwie auf YouTube. Ansonsten, ich glaube, wir sind fertig. Na, wie gesagt, ich spiele ja auf einem Public Server, wo alle mitspielen können. Und da wird es demnächst eine kleine Schnitzeljagd geben, wo man sich auch scheinbar Items sichern kann. Thank you for completing. Skandalös. Gut, dann sind wir bereit. Wir können Multiplayer starten. Also, wer will alles mitmachen? Ein Plus in den Chat. Alle, die mitmachen wollen, ein Plus in den Chat. Also ein Team kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Na dann. Vielleicht auch zwei. Ah, ist bereits aktiv. Ein David. Ja, wir gehen gerade zu... Ernsthaft? Mit 2 Teams?
Interessant. Wenn überhaupt. Auf zur Treppe. Warte, Treppe ist da. Wie gesagt, wir machen mehrere Teams. Also morgen sollten wir, ich habe ja mit den anderen gesprochen, endlich mal Weiter spielen. Wow, das hat mich ja fast gekillt. Habt ihr es gesehen? Treppe ist böse. Scheinbar muss man hier auf dem Ding landen. Bye, bye. Was für eine Sphäre? Was? Excuse me? Wir haben 2023. Und wo sind die anderen? Hallo? Test 1, 2. Hört ihr mich? Mikro. Test 1, 2. Hallo? Ja, man könnt... Ja, jetzt könnt ihr mich hören. Hi. Houston, we have a problem. Was? Das Ding hier ist eine Instanz? Okay. So ist Tamaki Tomoki. Wird hier nicht hier reinkommen oder was ist los? Ach, ihr macht Silvester. Hi. Wieso seid ihr nicht reingekommen? Wieso bleibt ihr draußen? Oh. Na dann. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn machen? Wir könnten... das haben wir eigentlich genug. Fische. Ah, wir haben wieder ein paar Dinger. So. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Wie oft ich das Ding besiegen musste, ist nicht mehr feierlich. Welche Charaktere könnte ich noch gebrauchen? Auf einem höheren Level. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ist Dori eigentlich eine gute Healerin? Ta-da! No. Oh. Oh. Kaguya ist voll, was? Entweder Dendro oder Elektro. Oder Wasser. Na, machen wir jeden einmal. Oder, welchen von denen sollte ich voll machen, ist die Frage. Oder ich könnte endlich mal ein paar Waffen machen. Warte, welche Waffen muss ich denn verstärken? Kann ich das machen? Nein.
Kann ich einen Speer machen? Ach, die Dinger fehlen mir. Okay. Was mit dem Buch hier? Natürlich fehlt das mir auch. Bücher sind... Ist das dasselbe Buch? Wieso sind alle Sphären hier gerade nicht bereit? Das ist doch ein Witz, oder? Na endlich. Das Ding machen wir. Na dann. Genau, diese Dinger brauchen wir. Und am besten ich nehme... Na, ich nehme den Healer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Na dann. Bennett wäre auch eine Idee. Geschweige denn, ich könnte dann auch für einen anderen Feuercharakter sammeln. Eigentlich eine gute Idee. Oder Elektro... Raiden braucht halt was anderes als die anderen, weil es halt sehr anstrengend ist. Hört ihr was? Kann man mich hören? Also TikTok hört mich. Könnt ihr aber auch das Spiel hören? Dann einfach mal den Stream neu starten. Hau nicht ab aus meinem... Ursprüngliches Harz, genau. Ein Ballon. Okay. La la la. So. Also beitreten kannst du mir ganz einfach, indem du auf Mehrspieler gehst und meine UID eingibst. Tust. Vengeance will be mine. More speed. One with wind and cloud. Freeze to the core. Going in. Off we go. Beg for mercy. Shudder. Die Frage der Fragen. Wie lange dauert es jetzt, bis er merkt, dass meine Gruppe voll ist?
Na dann. Eye for an eye. The vengeance will be mine. Adorn my night! Teamwork is dreamwork. Shudder. Beg for mercy. Ja, was wie zu viele Spaghetti gibt es doch gar nicht. Freeze to the core. So. Bong hat's gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, die nächste Gruppe kann drankommen. Dann. Danke für die Hilfe. Den kriege ich. Nein, der Ballon ist weg. Skandalös. Gut, alle bereit? Sind auch alle bereit? Bam, 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 bam und go. Aber Adrian, den Namen höre ich das erste Mal. Ernsthaft, werden es nur 2 Gruppen sein? Sachen gibt's. Wie viele Sachen habe ich denn mittlerweile? Wir machen ja für Bennett das Ganze. Verstärken. Oha. Wie viel haben wir von dem anderen Zeug? Waren diese Dinger hier 15. Ah. Das wären nochmal 5. Das wären noch ein paar. Das heißt, es könnte sogar reichen. Ah, machen wir es noch 1, 2 Mal. Und go. Went gun. Da fehlt noch wer. Na, wo bleibst du? Ich wollte gerade sagen. Na dann. Ansonsten, ich habe mir heute eine neue Grafikkarte bestellt. Demnächst sollte eine 4070 Ti bei mir ankommen. Zwar ziemlich überteuert, aber ich brauche es leider für Streaming. Lief. Viel zu teuer. Ah, ja, das hoffe ich auch.
Na, wäre es schade, wenn sie nichts bringen würde. Sie war teuer. Ich habe mir nämlich auch ein neues Netzteil dafür gekauft, damit sie funktionieren kann. Sprich, ich habe insgesamt 1050 Euro ausgegeben. Yay. 1050 Euro. Adventure time. Everybody stand back. Was ich gerade nicht verstehe, warum haben wir ein Aquashield? Adventure time. Get out of here. Außen 50 Euro. Das ist eine Kill. Ich glaube, wir haben gerade jemanden verloren. We go. Mit 1050 Euro ein Schnapper. Gut. Servus. Alles, was Beine hat. Und selbst? Machen wir weiter mit Raiden, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, wir sollten noch einmal... Wartet. Benny's Adventure Team, assemble! Oh. Wir können ein paar Bosse machen. Oder einen Boss zumindest. Or not. Welchen Boss sollen wir machen? First get into position like this. Then move like Good that. things come to those who Yep, don't wait that's around. it. That's what they say anyway. That's Lumina. wine tastes the The same as I opposite is remember. probably true for me. But where are those who share? Nehmen wir Raiden. Die macht uns immer Kopfschmerzen. Na dann. Raiden macht immer Kopfschmerzen. Ja, ich befürchte es auch. Ich befürchte es auch. Besonders wenn jemand hier mit einem Level 60 Ito herumläuft. Oh, ow. Where did that come from? Kein Wunder, dass er umgekippt ist. Hat mich schon gewundert. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Let's go find some treasure. Du willst, Bennett? Ich kann auch einen Shield für uns rausholen. Kannst du Bennett nehmen. Dann haben wir ein Shield, 2 Healer Benny's Adventure Team, assemble! und jemand, der seinen eigenen Shield hat. Na dann. Das wird eine lange Runde. Irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlt es an Damage. Und da war das Shield weg. Don't be scared. Not now. Order guide you. Aber theoretisch müssten wir genug Heal haben,
This body is eternal. Light it up! In spirit! Light it up! Like all the stars! This is order. Solidify. Wenn einfach Bennett am meisten Schaden macht. Zumindest unsere HP gehen nicht runter. The eye sweeps the land. Not now. Shattered. Ja, ich bin ja AR 50 oder 51. Das heißt 7 oder 8. Los, Klaus. Irgendwie tut sie mir gerade leid. Irgendwie tut sie mir gerade ziemlich leid. Wir haben einmal zu viel Schutz, zu viel Schilde und einmal zu viel Heal. Sie schaffen es uns keinen Damage zu machen. Ich sehe nichts mehr. Wo ist sie? Wen schlagen wir gerade? Wo sind denn? Ach, da. This body is eternal. Teamwork is dreamwork. Purge all obstacles. Light it up. Lines of command. Go. So ein bisschen tut sie mir gerade wirklich leid. So ein bisschen tat sie mir gerade leid. Perfekt.
LP, Windorchester. Meh. Also für den Kollegen brauchen wir diese komischen Samurais. Relax. Na dann. Wie viele wollen denn noch mitspielen? Alle, die mitspielen wollen, ein Plus in den Chat schreiben. Adventure time. Off we go. Also ich bin Weltstufe 7. Na, im nächsten Teil wollen dann mitspielen. Sauber. Na dann. Let's get down to business. Just like we wanted! Let's light it up. Let's light it up. Say no more. Let's light it up. Everybody stand back. Let's roar. More. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. To the fairy. La 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 la. So. Und eine Kiste für mich. That's what I call treasure. Perfekt. Okay, dann machen wir noch einmal Raidens Instanz und dann wechseln wir das Team. Und die war ja hier. Oder? Ich glaube ja. Ja, das Raiden. Herausforderung spielen. Anne, wo bist du? Da fehlt doch noch wer. Ist jemand rausgeflogen? Hallo? Ah, Tatsache, jemand ist rausgefallen. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Immer dieses Internet, das weggeht. Schnief. Süß, Stufe 50. Okay, dann danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Na gut, mal schauen, was klappt. Off we go. Off we go. Kämpfen wir gegen den Riesen oder gegen die 3 Musketiere? Adventure time.
Na dann. Ah, okay, wir kämpfen gegen den Riesen. Und das, obwohl der Heal jetzt bereits bereit war. Er wird doch gleich einen Charge machen. Ja, oh. Böse. Irgendwas sagt mir, das schaffen die nicht. Anne, das wird nichts. Verlass die Instanz, wenn du willst. Dann starten wir neu. Anne, das kriegst du nicht hin. Anne, verlass die Instanz. Gut, alle raus. Wollen wir es nochmal versuchen? Ansonsten können wir es mit der Gruppe auch versuchen, Nahidas Serie zu machen. Die sollte ein Tick einfacher sein. Ein Tick. Glaube ich. Na, wir werden sehen. Okay, Ace, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Privatkartor. Was? Bin verwirrt. Hallöchen, Zrabradanov. Wie auch immer das. Wie? Die Einladung wurde abgelehnt. Geht's noch? Schnief. Rein mit dir. So. Na dann. Auf geht's. Weil ich die Archon-Quest in Inazuma abgeschlossen habe. Off we go. Wie sieht's hier soweit aus? Na dann. Solidify. Get out of here! You are not welcome. Stabilize. Let's light Order it up. guide you. Everybody stand back! Dance with the wind! Let's light it up! Nowhere to hide. Don't fret. We'll have order. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! All my strength! Stabilize. Adventure time! Let's light it up! When sword comes out, we go! Get out of here! Take cover! Everybody stand back! What do you mean I'm without a weapon? I have a weapon. Ich find's immer witzig, als ob die Leute noch nie einen YouTuber in ihrem Leben gesehen haben. Light
it up! Let's light it up! Everybody stand back! Don't blink! Here! Let's light it! Speed of light! Nowhere to hide! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Don't blink! Off we go! Also Longi spielt alleine mit dem hier. Adventure time! Problem gelöst. Problem gelöst. Okay, interessant. Ich habe einfach kein Glück mit diesen Dingern. Na gut, dann würde ich sagen, danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Benny's adventure team, assemble! Off we go! So. Na gut. Bye bye. Sie kann so gut den Moonwalk. Jetzt müssen wir nur noch Michael Jackson hier abspielen. Billie Jean is not my lover. Hängt sie? Ja, schlechtes Internet. Schnief. Na dann. Und? Ich will hier raus. Ich steck hier fest. Nein. Ich steck hier fest. Holt euch mal besseres Internet. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Servus. Stunden. Na gut, bringt alles nichts. Spiel wird neu gestartet. Gut, alle bereit? Nächste Runde startet. So, jetzt. Da hat jemand ziemlich oft auf Beitreten gehämmert. Aber es scheint ja die letzte Gruppe zu sein. Na dann. Mal schauen, ob wir mit dieser Gruppe die Instanzen hier hinkriegen. Wird doch easygoing sein. Oder nicht? Ansonsten die gute alte Werbung in eigener Sache. Ich streame parallel in dem Moment auf YouTube, Twitch und TikTok. Auf YouTube und Twitch in Full HD übrigens.
Auch wenn Twitch gerade scheinbar Probleme hat. Na dann. Na dann. Into the wind. Take cover! Adventure time! Go in! Fight! Get out of here! The wind knows. Fallen leaves. Join my knight! Off we go! It's gonna hurt in the morning. Benny's adventure. Nein! I have failed you. Dieser komische Mage und sein komisches Ding. Das sieht nicht gut aus. Oh. Jetzt macht nur noch die Nervensäge platt. So. Wo ist die Nervensäge? Perfekt. Sauber. Adventure time. Off we go. Jetzt ist einfach die Kugel hauen. Kein Glück. Schnief. Einfach kein Glück. Wie wenig Glück kann man eigentlich haben? Adventure time. Take cover. Off we go. Embrace the ice. Off we go. Viel ist raus. I've got your back. Du bist eine Nervensäge. Oh, und dann pottet er einfach noch weg. Ich mache euch hier mit. Viel Spaß. Könnt ihr mal auf den Boden fallen lassen? Schnief. Animo-Schadensbonus ernsthaft? Das wäre so ein schönes Ding gewesen. Das Spiel mobbt einen. Das Spiel mobbt einen. Eindeutig.
weiß nicht, was du meinst. Na dann. Take cover! Into the wind. Off we go. Keep tight. Teamwork is dreamwork. Venture time. Adorn my night. That hurts. One with me. Go in it. They never miss. Embrace the ice. One with wind and cloud. Light it up. Let's light it up. Everybody stand back. Into the wind. Clouds high. The birds high. Let's light it up. My apologies. Mhm. Mr. Grizzly, danke für die 11 GGs. Und kann ich das Ding von dem anderen nehmen und dahin packen und quasi umgekehrt? Na gut, das letzte Mal. Dann reicht es doch. Du hast mir neue Emotes geschickt? Nein, noch nicht. Ich spiele doch die ganze Zeit schon Genshin. Hi, Midnight. Let's light it up. Hier explodiert gerade so viel. So, perfekt. Und ja. Schnief. Na dann. Gut. Dann würde ich sagen, danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir ein bisschen Phasmophobia spielen oder ein anderes Spiel. Und morgen würden wir ja VR-Chat spielen, falls nichts dazwischen kommt. Am Samstag wäre Minecraft dran. Je nachdem wäre da das neue Server-Event. Darf ich denn Emojis im Stream zeigen, Midnight? Hm? Na, warum nicht? Na gut. Dann. Bye bye. Und Einzelspielmodus. Muhaha. Denn jetzt kann ich erstmal den Nachspieler ausmachen. Und dann gehe ich in meine Kanne. Zuerst gehe ich aber in die Stadt. Und jetzt geht's in die Kanne. Dann schauen wir uns mal an, was Midnight mir Schönes geschickt hat.
Okay, bam, 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 bam. Ah. Okay, interessant, interessant. Es geht in eine sehr, sehr interessante Richtung, muss ich sagen. So, also. Hier, die Version, die mir Midnight geschickt hat. Ich find's putzig. Naja, die harte Wobei, ich zeig's jetzt erstmal. Moment. Es geht sehr, sehr in eine richtig geile Richtung. Ich sag's mal so. Bildschirmaufnahme. So. Das kennen wir ja alle schon. Ja, Nahida, alles gut. Also, das ist ja das was Midnight zuerst rausgemacht hat. Sieht sehr nice und richtig geil aus. Aber sie hat selber gesagt, sie ist noch nicht ganz zufrieden. Okay, seid ihr jetzt bereit, mit was sie noch gezeichnet hat? Und Plong. Der ist so putzig. So putzig. Einerseits würde ich sagen, die Augenbrauen und die Lider sind zu extrem, aber, jetzt kommt das große Aber, die Emotes werden ja dann irgendwie auf 28 x 28 Pixel sein. Und es ist gut, dass die Linien so dick sind. Deswegen, das sieht so geil aus. Caspian im Rage-Modus. Deswegen, die Linien könnten ein bisschen dünn sein. Aber geht in eine richtig geile Richtung. Mhm. Und mir kommt gerade dieses Detail, das Pflaster mit der Nase, wird wohl zu sehr untergehen, habe ich die Befürchtung. Aber das müssen wir dann auch uns ansehen, wenn wir es dann klein machen. Genau, Caspian im Abyss. Perfekt. Aber ja, geht in eine richtig geile Richtung. Perfekt. So geil. Long. Gut. Bin auf jeden Fall auf deine finale Arbeit gespannt, wo du sagst, ja, geil. Wobei das Rage und das Herz, eigentlich alles sieht so geil aus. So nice. So. Dekoration herstellen. Genau. Brauchen wir denn hier so Schönes? So. Ey, wo ist mein TikTok-Chat hin? Long. Vertrauensstufe. Oh, Raiden ist auf 2 aufgestiegen, okay. Ja, die Emotes sind ja auch geil. Midnights drauf. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, was sollen wir noch bauen? Im Grunde bräuchten wir das ganze Zeug hier noch. Das wird von Tenai und Wanderer bevorzugt. Wüsten- und Waldchor, okay.
Nahida. Das ist von nur niemandem noch. Okay, interessant. Layla. Nochmal Wanderer. Na, so oder so. Ich müsste dann langsam Zeug wieder komplett aufkaufen. Schwierig. If you ever... Wie sieht's hier aus? Hier. Was brauche ich dafür? Zweimal die... Okay. Bänke, Getränke, Teppiche und Blumen, Regale. Okay. Interessant. Interessant. Vieles davon habe ich aber doch gar nicht gesehen, oder? This realm... Und auch die Blume. Und das... dafür brauche ich alles dieses komische Sumeru Kampala-Holz. Das heißt, ich muss farmen gehen. Farmen, farmen, farmen. Die Frage ist, wo kann man das gut farmen? Also. Das ist kein Holz, das ich farmen kann. Wollte der mich gerade über den Haufen rennen? Everyone hold hands! I'm going in! Ach, Higama-Holz. Okay. Let's light it! Ah. Interessant, diese Strukturen sehen aus wie die Strukturen, die dahinter sind. Sehr interessant. Okay, die Frage ist, wo ist das andere Holz, was ich brauche? Weil ich... ist nicht da hinten auch noch jede Menge Holz? Was das für ein riesiger Baum gewesen sein muss. Darauf freue ich mich schon. Darauf freue ich mich schon. Oh, einen habe ich sogar.
warrior. First round's on me. Adventure time. Let's light it up. I'll be back. I never yield. Let's light it up. Is that all you've got? No more tricks up The your Temple of Wisdom. Everybody stand back. That's gonna hurt in the most. Decided by destiny. Shadows of fate. You want this one? Need patience. Power that ended up. Commit it to memory. Let's light it up. We'll meet again. Er lebt ja immer noch. Hey, Teamwork is strength. I'll be back. I'll be back. Haben wir es mehr mit dem einzig wahren Schwarzenegger zu tun? I'll be back. 2. Ich sag 2. So, Heidi. Now that's what I call treasure. Ja, das ist auch dieses Holz. Aber wo finde ich das andere Holz? Na gut, dann danke für die 2 Russen. Okay, ansonsten entweder hier oder weiter im Norden. Ah. When stuck on a deserted island, rain Das is sieht a auch precious dasselbe source aus. of drinking water. There's no need for it now, though. Na gut, ich blick gerade nicht durch. Na gut. Muss ich danach mal googeln, wo das sein könnte. Dieses Holz. Gut, was sollen wir jetzt spielen? Sollen wir jetzt Phasmophobia oder dieses andere Geisterspiel spielen? Ja, ich spiele VR-Chat, aber gerade nicht im Moment. Okay, wir haben 50-50 zu Phasmo und Paranormal PI. Ja, alles schon gut. Gut. Ja, das stimmt. Gestern hatten wir Phasmo. Was ich und der Owner vom Kartoffelbeet niemals. Wie kommst du denn darauf? Was meint ihr? Hat er es mir abgekauft? Gar nicht wahr. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee. Der Owner vom Kartoffelbeet heißt Trias. Ich bin Kasatka. Das ist unwiderlegbar. Also, ich warte. Paranormal PI starten wir jetzt. Mein Update in der Warteschlange? Oh.
Wie groß ist denn dieses Update? 7,9 Gigabyte. Was? Houston, we've got a problem. Wobei auch, wie schnell ladet er gerade 7,9 Gigabyte runter? WTF? Ah, meinetwegen. Moment mal, neues Update. Muss ich Angst haben? Was sind die Patch Notes? Soll ich die Patch Notes mir ansehen? Ah, wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Sorsli. Okay, sei es drum. Paranormal PI würde ich gerne spielen. Falls mich das Spiel lassen würde. Paranormal PI. Spielen. Ah, ganz nett. Auch wenn ich um die 1050 Euro verloren habe. Schnief. Das war teuer. Das war ein teurer Tag. €1050. Naja, ich habe mir eine Grafikkarte gekauft und ein Netzteil. Und das ist teuer. Sehr teuer. Ja, ich mag Furries. Aber nee, warte. Nee, das ist die falsche Recht. Hättest du mein Video gesehen, würdest du die Frage so nicht stellen. Also ich weiß, ich kann nicht sagen, ob ich Furries mag oder nicht, weil Furries sind ja die Personen, die Tierwesen interessant finden. Also ist ja immer eine Frage, wie die Person drauf ist, ob sie nett ist oder ein nicht so netter Mensch. Deswegen so einfach pauschalisiert sagen, ob ich Furries mag oder nicht. Es ist eine Personenfrage. Ob ich wie war das? Anthropomorphe Tierwesen interessant finde, das kann ich wiederum bejahen. Zu Furries habe ich ein Video gemacht. Gefällt sogar den meisten Furries. Naja. Wie deine Rosen wurden. Hast du noch mehr Rosen geschickt? Ich sag doch, danke für die 3 Rosen. Wieso sagt ihr immer, dass ich was ignoriere, obwohl ich es nicht ignoriere, es anspreche und... Also im Grunde ignoriert ihr meinen Stream, weil in dem Moment, wo ich sage, ignoriert ihr es. Oder sagt ihr, ich ignoriere es. Das ist nicht fair. Schnief. C6 sei Glückwunsch, glaube ich. Oder kein Glückwunsch? Schnief. Wobei, das kann ich ja kurz mal zeigen. Moment. Wo bist du? Kasatka VR auf YouTube und Furry. Hier, die Furry Scale. Kein Däumchen. Okay. Wo ist es? So. Perfekt. Wo bin ich? Fensteraufnahme? Nee, ich will Bildschirmaufnahme. Hier, das ist das Video, das ich gemacht habe. Mit der Furry Scale. Kennt ihr das? Wer von euch hat es schon gesehen? Wieso? Ich hab doch Sayu. Ich will jeden Charakter nur einmal, dann bin ich zufrieden. Da hatte ich noch dunkle Haare. So ist Lea. FNAF. Ihr wollt, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, oder? Wir haben jetzt so viele Spiele, die wir spielen können, also FNAF brauchen wir doch nicht. Noch nicht. Vielleicht später einmal. Na dann. Egal, gut.
spielen wir das Spiel Paranormal PI. Bildschirmaufnahme aus und wir wechseln das Spiel. Wo ist mein TikTok-Chat? Da ist mein TikTok-Chat. Oh, wir müssen noch das Spiel ändern zu Phasmophobia. Da war ja was. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So, Stream-Info bearbeiten. Wir spielen jetzt Phasmophobia. Wo ist das Spielen? Da ist das Spiel. Ich dachte gerade. Ihr wollt doch nur, dass ich leide. Schnief. Okay, was können wir jetzt machen? Inbox. Genau. Katie's died suddenly. Aber wir haben keine weiteren Hinweise. Wir könnten aber noch mal den Friedhof hier besuchen. Dafür müssten wir aber erstmal gucken, was wir noch für Hinweise haben. Oder, wartet, wir haben auch noch ein paar Audioaufnahmen bekommen. Audio. Location, Evergreen Lane, Oak Street, The Church, Jefferson Street, Evergreen Lane. Welches war das denn nochmal? Jefferson Street würde ich gerne mal anhören. Der hat uns ja ein paar Mal geantwortet. Jefferson Street. Hier. Ghost on Fire. Okay. Hi Blue, ich spiele Paranormal PI. Also Phasmophobia mit Story. Und wir machen jetzt Nachforschung für unseren nächsten Geist. Eieiei. Jetzt erwartet sich irgendwie... Oh, kann ich was... Aber es macht irgendwie keinen Unterschied. Ich hätte jetzt erwartet... Hm. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwas ankommt. Na egal, gut. Was gibt's denn hier noch? Okay. Was sagt sie? Ah, das sind verschiedene Geister, okay. Ghost and Fire. Okay, Jefferson's Ghost and Fire. Right? Wie du darfst, dann hol dir was zu essen. Okay. Gut, schauen wir uns das nochmal an. Was für Hinweise könnten wir nehmen? Ich glaube, am interessantesten wäre die... I feel like I should take more notes before heading out. Ja, ist ja gut.
Wir wollten uns entweder die Kirche hier ansehen. Da fehlen uns noch ein paar Sprachaufnahmen. Vom Indianer fehlen uns noch ein paar Sprachaufnahmen und von unserem lieben Kollegen. Wir könnten aber auch in den Wald gehen. Wie viele Informationen? Oder hier haben wir eigentlich das meiste schon. Na gut. No, ich will hier raus. Exit Map. Ach so, Hilfe. Sag das doch. Wie sieht es eigentlich jetzt aus? Wo ist der TikTok-Chat? Hier ist der TikTok-Chat. Also, die Kirche. Was haben wir in der Kirche? Warte. Achso. Hier. Unsettled Souls and Graveyard. Sonst gibt es hier nichts weiter. Mausoleum könnten wir uns noch mal anschauen, weil ich glaube, da fehlt uns noch ein paar Sachen. Hier gibt es auch nichts an Informationen. Am meisten Informationen haben wir wirklich zu diesem Bereich hier. Ich würde gern was zu den Legend of the Woods haben. Nein. Keine richtigen Informationen. Schade. Würde es reichen? Die Frage der Fragen, aber keine Antworten. Okay. Just on Sprint Street. Was haben wir hier zum Beispiel? Red Eyes. War hier sowas Interessantes? Mr. Reborn. The appear of red lurking from the shadows. And a woman in white who resides in the crypts. And a person only known as Mr. Dragon. An unholy cult in the woods. Und ein Angel im Mausoleum. Any of that would return through outside the church would be heard so much about your work and okay. Fehlen halt so ein paar Informationen. Aber wir könnten noch mal die Frau Cult in the Woods haben wir ja bereits. Woman in White fehlt uns, glaube ich, noch. Und Miss... Genau. Na, mal schauen. Vielleicht finden wir was Interessantes. Inbox. Junkmail? Immer noch nichts. Genshin lief ganz gut. Wiki. Das überprüfe ich bereits. Soll ich eigentlich dann lieber die... Okay, Woman in White könnten wir quasi rausnehmen. Dafür aber das... Na gut, egal. Schauen wir uns das mal so an. Dann solltest du einfach mal schlafen gehen. Na dann. What an incredible opportunity. Ja, nee, ist klar. Komm, weg damit.
Finden wir hier irgendwas? Totenköpfe, immer selten. Vertrauenserweckend. Ich würde mal sagen, wir gehen an jedem Stein einmal vorbei. Da sollten wir am sichersten alles ablaufen. Immer schön methodisch vorgehen. Falls es hier was gibt. Eine Blume. Hm. Aber ich sehe und höre nichts. Hm. Hm. Was ist denn das? Okay. Unsafe Area. Okay. Interesting. Das ist ein Hinweis, den soll ich mir nochmal anschauen. Schön, dass ich jetzt den Zettel finde. Oder werden die nach und nach wieder angebracht? Wer liebt es denn nicht, nachts in den Wald zu gehen? Dann haben wir dieses Ding wieder. Interessiert aber meinen Charakter absolut gar nicht, habe ich so das Gefühl. Hm. Absolut gar nichts. Ha. Da hat eben eindeutig was gehört. Wie meinst du, hinter mir war gerade was? Hast du bereits Einbildungen?
Hm. Mhm, ich merke schon. Ich merke schon. Hm. Ein sehr anstrengendes Leben als Geisterjäger. Ah. Es war sehr übernatürlich, wie das Ding weggezogen wurde. Hust, hust. Kein bisschen buggy. Hier scheint auch nichts Interessantes zu sein. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. These temp readings are unusual. Something is going on here. These temperature readings are definitely paranormal. Ah. Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber gegen den Sekt hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Das würde mir doch niemals passieren, oder? Oder? Ja, immer doch. Hm. Ich sehe nichts, zu viel Gestrüpp. Was? Wo ist der Wald? Hier sind zu viele Bäume. Ich sehe hier keinen Wald.
Das einzige Übernatürliche ist diese Birke, die irgendwie herumfliegt. Hm. Oh. How rare to take a photo of a ghost. Oh, rote Auge. Interessant, also die roten Augen gehören zu dem Indianer. Wieder was Neues gelernt. Wenn er jetzt in die Richtung gegangen ist, wird er mir gleich entgegenkommen? Weil der geht ja hier scheinbar gerade irgendwo umher. Hey, Schuh des Manitou, wo bist du? Indianer! Servus. Ey, nichts da. Jetzt geht's euch noch gut, oder? Hm. Oh. Wo bist du? These lights are acting funny. I should continue investigating. Der investigate mal. Wo bist du? Nein, ich habe ihn verloren. Ich hatte ihn doch gerade eben. Was meint er mit die Lichter? Hier gibt es keine Lichter außer die und die. Ja. Danke, Laura. Aber er lernt es ja auch irgendwie nicht. Wo ist er hin?
Aber ich kann die roten Augen scheinbar nicht fotografieren. Ich hätte trotzdem gern das EMF. Aber der scheint auch hier irgendwie herumzulaufen, habe ich das Gefühl. Was, es geht über die Switch? Und hi, Demo. Na gut, gehen wir mal zurück in den Wald. Ja, ein paar Daten haben wir mittlerweile. Mir fehlen noch Audiodata. Leider nicht schreiben, sagte er und schrieb er. Ist das der gleiche Geist? The EMF meter should not behave this way. This is paranormal. Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Was? Wow, that sounded like a response. Das hörte sich an wie Very Haupt. interesting. Do you like the current family living here? Hier lebt eine Familie? Weiter die Okkultisten? Do you like the current family living here? Is this your home? Is this your home? Naja, Entschuldigungen sind halt schwierig, wenn du dich nicht besserst. Es gibt halt zu kritische Themen fürs Habt ihr das auch gerade gesehen?
Is this your home? Is this your home? Oha. Wow, that sounded like a response. That is very interesting. Okay. Unsere lieben Geister werden aktiver. Ah. Bam, 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 bam. Einerseits hätten die den Wald größer machen sollen, andererseits hätte man sich dann hier halt totgelaufen. Alles für und wieder. Ja, unser Conrad ist ja ziemlich mutig. Hust, hust. Hm. Wie halt? Was meinst du mit halt? Ich halte? Oder soll ich dich festhalten? Hm. Im Grunde haben wir alles bereits, was wir haben wollen. Söslind. Aber wir wissen einmal, dass es hier eine Art Geisteraktivität gab. Und da hinten. Ne? Hm. Ja, und die Hinweise fehlen mich hier, deswegen sehen wir hier auch gerade nichts. Problematisch. Aber gut zu wissen jetzt, dass der Indianer eindeutig mit den roten Augen zusammenhängt. Das ist doch schon mal praktisch. Na gut, in dem Fall sollten wir jetzt zurückkehren und uns neue Beweise holen. Denn wir haben ja einen komischen Zettel gefunden. Ne?
einen komischen Zettel. Und Phasmo ist so eine Art Geisterdetektivspiel. Hm. Das ist normal, das muss ich mir nicht anhören. Okay. Okay. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Zettel noch nicht da waren. 2 neue Hinweise gefunden. Die Crypts sind ja das da hinten. Das sind ja die Crypts. Ich frage mich, ob es hier auch noch einen Zettel gibt, der sich mir noch entzieht. Vielleicht irgendwas am Eingang oder sowas. Hm. Hm. Ah. Hat gerade jemand? Hm. Du meinst solche Notizen wie unten oder Notizen wie dass du irgendwas aufgesammelt hast? So wie ich das mitgekriegt habe, musst du erstmal eine Zeit lang nach Hinweisen suchen, sowas wie Audio, EMF oder Temperatur. Und je mehr Hinweise du hast, umso extremer werden die übernatürlichen Sachen. Ja, deine Nachrichten werden angezeigt. Oder zumindest die Nachricht. Du siehst doch, welche Nachrichten angezeigt werden oder nicht. Die müssten eigentlich auf dem Stream da auf. I'll keep that as audio evidence. Das kam von hier? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Can you tell me your name? Can you tell me your name? How many people are here other than me? How many people are here other than me? Diese Frage sollte ich am Friedhof mal stellen. Wie viele Leute sind hier außer ich? Oh, da hinten ist er. Komm, die Audioaufnahme kriege ich. What was that? I'm glad I captured it with a recorder.
Der haut immer ab. Der ist PC. Okay, wenn er mich sieht, haut er ab. Vielleicht kann ich ihm ja nächstes Mal unbehelligt folgen. Das wäre auch interessant. Also. That was a very unusual noise. I'll keep that as evidence. Wow, that's great audio evidence. Die ist doch hier irgendwo. That's extraordinary audio evidence. Ist die hier? What was that? I'm glad I captured it with a recorder. Geht hier irgendwo am Meer. Ist halt genau hier. Da hat gerade jemand sehr viel Wow, that's great audio evidence. Ich dachte gerade, wo ist das Ding? Ich glaube, ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht. Normalerweise sollte es nicht so oft herum. That was a very unusual noise. Meinst I'll du? keep that as evidence. Uff. Und ich wollte gehen. Hm. Weiß nicht, was du meinst. Hm. Hm. Das ist Milena. That was a very unusual noise. I'll keep that as evidence. Ich find's krass, wie gelassen er das sagt. Oh. Hm. Ist eigentlich jetzt gruseliger so mit der Kamera so ein bisschen? Ohne Licht? Oder ist es besser? Weil man noch weniger sieht.
How many people are here other than me? How many people are here other than me? Na gut, hauen wir hier endlich mal ab. Aber ich hätte gerne noch mal das blaue Leuchten gesehen. Das letzte Mal. Hier ist gerade ziemlich viel unterwegs, sprichwörtlich. Okay, Panzerhaus, noch was dabei warst. Gute Nacht. Ich habe hier doch gerade eindeutig einen Schritt gehört. Hat hier das Thermometer nicht gerade ausgeschlagen? Mysteriös. Na gut, hauen wir ab. Oder wir könnten noch mal hier die Frage stellen. Ist jetzt quasi hier am aktivsten. Ne? Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Can you tell me your name? Can you tell me your name? Na dann. Und wir. Hauen wir ab.
Wieder ein Kipp. Milena, du bist einmalig. So. Na gut. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Interesting. Was war Evergreen Lane? Evergreen Lane war doch das Neue. Da habe ich doch nicht so viel gefunden, oder? Nee, Evergreen Lane ist das erste, okay. Spur Street, muss ich mir mal schauen. Hier, was ist das hier? Das sind so Sachen, die ich mir mal anschauen sollte. Oh. Okay, jede Menge Sachen, die wir noch uns untersuchen sollten. Nice. Gut. Habt ihr sonst noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Träume? Kann ich euch was Gutes tun? Kann ich euch noch was Gutes tun? Talk? Über was wollt ihr denn talken? Über was wollt ihr denn sprechen? Das ist sogar eine relativ gute Idee. Für 1, 2 Tage kannst du es machen, aber du solltest es nicht länger als ein paar Wochen machen. Ansonsten hast du ein Problem, dass sich an der Matratze Schimmeln bilden kann. Und es wäre suboptimal. Hust, hust. Ich weiß nicht, ob das ehrlich gemeint ist oder ironisch. Eieiei. Milena, Milena, Milena. Was soll ich bloß mit dir anstellen? Beim Elena bin ich mir nicht so sicher, ob das ironisch gemeint ist. Ist doch eine ganz Liebe. Ich würde doch niemals so Sachen sagen, oder? Oder etwa doch? Ansonsten, ich bin sehr gespannt, wie die neue Grafikkarte ist. Die hoffentlich dann die nächsten Tage mal kommt. Ich kann mal überprüfen, ob es eine Bestätigungs-E-Mail mittlerweile gibt. Dann können wir endlich ganz viele andere Spiele spielen. Auch hoffentlich ohne, dass es leckt. Dass es doch leckt. Und vor allem, wie viele VR-Spiele ich dann spielen kann. Und auf einer guten Auflösung und Qualität dann streamen kann. Das wird ein Spaß. Meint ihr nicht auch? Schnief. Okay, Laura, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Aber wir machen auch nicht mehr lange. Ja, bei Horizon ist es halt die Frage, ob wir dann an dem Punkt, wo wir sind, neu mal weiterspielen sollten oder nochmal von neu, dass es nicht mehr leckt. Versandbestätigung. Okay. Scheinbar wurde. Ich frage mich, wann es denn ankommt. Nein, Hermes. Wieso mit Hermes? Nein.
Warum mit Hermes? Schnief. Warum mit Hermes? Ich werde den ganzen Tag zu Hause bleiben. Und danach werde ich so um 19 Uhr runtergehen und dann werde ich an meiner Tür einen Zettel kleben haben. Sie waren nicht zu Hause, deswegen haben wir es jetzt weiter mitgenommen. Genau. Ja, definitiv. Ich will nicht. Schnief. Du hast Hausverbot bei Rossmann, weil du ein Regal kaputt gemacht hast. Ich wiederhole meinen Satz von vorhin. Milena, du bist einmalig. Alles nur nicht Hermes. Schnief. So, na gut. Die haben ein Papier, ein Paket in die Papiertonne gelegt, ohne Aufforderung. Auch nett. Oh, Backe. So. So, sei es drum. Sollen wir dann langsam Schluss machen? Lol, auch nicht schlecht. Einfach mal, naja, wenn ihr es einen Monat dann später gefunden habt, dann war es gut versteckt. Aber das müsst ihr eben dann lassen. Oder etwa nicht. Oder etwa nicht. Na gut, wie gesagt, machen wir dann Schluss für heute. Wenn ihr noch Langeweile haben solltet, könnt ihr ja immer noch auf YouTube gehen und euch da ein paar Videos anschauen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und süße Träume. Bye, bye. Der TikTok-Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye, bye. Long. So. Als nächstes Twitch und YouTube müssen beendet werden. Gut. Na dann. Gute Nacht zusammen. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen Abend zu VR-Chat. Na dann. Bye, bye. Ein Raid. Was für ein Raid? Ein Raid. Und sicher ist überhaupt noch? Oder sind alle bereits aufgegangen? Schnief? Na egal, gut. Man sieht sich. Tschüss. Mal schauen, ob ich noch jemanden raide. Sich überhaupt lohnt. Naja, eigentlich nicht. Abbrechen. Unraid. Gut. Naja, wie gesagt, ich habe ja Raids bei mir deaktiviert, weil ich ja immer wieder es nicht hinbekomme. Von dem her wünsche ich euch eine wunderschöne